Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute leider nicht ein ganz so positiv behaftetes Video, aber kann es ja auch nicht immer geben. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, heute mal ein kleines Status-Update hier von W50, von der guten Holzfällerhütte. Ja, wir sind momentan leider ein bisschen angeschlagen. Viele Leute haben uns gerade verlassen. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Wiederfindungsphase, sag ich mal. Und ja, es ist ein bisschen schade und da wollte ich heute mal auch ein bisschen drüber quatschen so. Ja, weil es halt einfach auch dazugehört, sag ich mal. Es gehört zum Spiel mit dazu. Das ist halt immer nur die Sache, was macht man aus der Situation so, ne? Also bei uns, was ist überhaupt los? Bei uns in der Holzfällerhütte auf W50. Die Gilde, die mir nach wie vor immer noch sehr, sehr doll am Herzen liegt. Ja, haben sich ein paar Leute dazu entschieden. Ich glaube, gestern und vorgestern war es auch schon so gewesen, dass ja, ein paar Leute abgesprungen sind, ein paar Leute, die Gilden gewechselt haben. Unter anderem sehr, sehr starke Spieler auch aus unserer Gilde haben sich dazu entschlossen, nicht mehr an unserer Gilde zu partizipieren und haben sich dafür entschlossen, ja, dass sie die Ansichten oder die weiß ich nicht, ja, warum auch immer sie sich entschieden haben, nicht mehr denselben Weg zu gehen, den wir gehen. Und ja, diese Entscheidung muss man natürlich respektieren, ne? Wenn Leute ja, ziehen wollen, dann lass die Leute ziehen, halte keine Reisenden auf, so heißt es, ne? Auch wenn man sich natürlich ja, bemüht, so ein bisschen da das Beste zu geben, dass man diese Leute nicht gehen lässt. Und es ist so eine kleine Fluchtdynamik daraus entstanden, dass ein, zwei Leute gelieft sind und dann sind nochmals ja, zwei Leute gelieft, dann nochmal einer und nochmal einer. Und so ist es dann nachher entstanden, dass ja, wir momentan nur 47 Leute in der Gilde sind, schon wieder ein paar neue drin haben. Und das widerspricht natürlich unseren Anfangs-Spirit, den wir hier mit der Gilde aufgebaut haben, an den ich nochmal sehr gerne zurückerinnere. Wir hatten uns ja damals nicht geschworen, irgendwie einer der besten Gilden überhaupt zu werden, sondern halt eine solide Leistung auf dem Server zu vollbringen und wir den Hauptfokus darauf legen als eingeschworenes Team, so als festen Kern. Deswegen haben wir ja auch uns damals ausführlich Zeit dafür gegeben, Bewerbungsgespräche. Ja, es hört sich cringe an, so, ne, dass man in einem Browser-Game Bewerbungsgespräche für eine Gilde und sowas nimmt, aber es hat so ein bisschen halt, ja, so ein bisschen das Zusammenleben halt gefördert, sag ich mal, ne? Und man hat die Leute kurzfristig mal so kennengelernt persönlich und ja, da konnte man sich dann so einen kleinen Eindruck verschaffen, ob das Ganze denn für die Ewigkeit ist oder halt eben nicht. Ne? Natürlich kann immer was dazwischen kommen, dass Leute aufhören müssen aus privaten Gründen, spricht auch gar nichts dagegen. Aber viele Leute sind jetzt gegangen und haben das leider nicht wirklich begründet so. Wie gesagt, ich bin den Leuten nicht böse, die ziehen wollen, die ja, ziehen halt eben so, ne? Da können wir nichts gegen machen. Da, ja, ich kann es halt nur nicht ganz nachvollziehen, weil viele angegeben hatten darunter, dass sie halt eben mit ihrem Account höhere Ziele verfolgen auf dem Server hier und ja, da wir anscheinend nicht mehr so die richtige Gilde dafür sind. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil als wir 50 Member waren, da hatten wir eine voll ausgebaute Ritterhalle von 1000 gehabt. Wir haben ein gutes Gildenpad momentan gehabt. Für die Zeit, die wir jetzt hier auf dem Server spielen und für die Ansprüche, die wir an die Gilde haben. So, das ist ja auch immer noch ein wichtiger Faktor. Des Weiteren haben wir einen, ja, also muss ich persönlich so sagen, also von allen Accounts, die ich spiele, ist W50, die Holzfällerhütte, der mit aktivste Gildenchat. So, ne? Es ist nun mal so, dass mit der Zeit so ein bisschen ja, die Aktivität des Gildenchats so ein bisschen abnimmt. Da gibt es mittlerweile auch viele andere Plattformen, wie zum Beispiel Discord, wo man sich halt auch viel austauschen kann und so. Ne? Deswegen streut sich das vielleicht auch da ein bisschen hingehend in der Gilden-Chat-Aktivität vielleicht so. Ne? Also das ist gegeben und wir hatten sogar, was eigentlich, ja, wo ich von vornherein eigentlich gar nicht wusste, dass wir das überhaupt verfolgen. So, wir haben jetzt sogar auch nachdem der Julian gegangen ist, der ja auch lange Zeit bei uns Offi gewesen ist, noch weiterhin ja, Gildenscans halt durchgeführt auf unserem Discord-Server, sodass man halt eben
sehen kann, wer aktiv ist und wer nicht aktiv ist und so. Ne? Also auf allen Ebenen haben wir eigentlich so alles abgedeckt, dass man für einen guten Account auf dem Server die optimalen Voraussetzungen hat. So, und da dann halt anzugeben, dass man halt eben nicht mehr ganz dasselbe Ziel verfolgt. So. Also man hat hier quasi Top-Voraussetzungen, es sind halt eben vielleicht ein paar Punkte bei der Hydra oder so mehr. Ne? Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Oder es gab halt eben schon persönliche Differenzen, keine Ahnung, innerhalb der Gilde, von denen ich persönlich nichts mitbekommen habe. Aber halt eben anzugeben, dass es dass die Gilde hier jetzt unzureichend ist, sag ich mal, für einen top gespielten Account, das kann ich so jetzt nicht unterstreichen. So, das wollte ich euch auf jeden Fall auch mitteilen. Ne? Immer alles rund um das Game, rund um das, was uns betrifft, versuche ich auch immer und möchte ich auch gerne mit euch teilen. Ne? Und das ist jetzt momentan die aktuelle Situation. Wir sind jetzt gerade dabei, wieder ein paar Leute auch ranzukriegen. Ne? Wie gesagt, das macht so ein bisschen den Spirit vom Anfang kaputt, dass wir halt eben von Anfang an bis zum Ende durchstarten, so, ne? Wenn einer irgendwie höhere Ziele verfolgen sollte, dann soll er das machen, gerne in einer anderen Gilde. Wenn er meint, bei uns wird er nicht mehr so glücklich, dann kann man dagegen halt eben nichts machen. So, ne? Das ist aber auf jeden Fall ein bisschen schade und vor allen Dingen, wenn man dann halt sieht, dass die Leute liefen und dann halt auch noch hinterher lieft und noch einer lieft, weil jetzt auf einmal das anfängt irgendwie hier ein bisschen zu bröckeln so und so ein paar kleine Hindernisse auf einmal da sind, sich dem dann anzuschließen und zu sagen, jo, ciao, ich hau jetzt auch rein. Ja, ist ein bisschen schade, sag ich mal, aber kann man nichts ändern. Wir sind nach wie vor immer noch eine top gespielte Gilde und da möchte ich natürlich auch an euch da draußen nochmal das Ganze richten. Also wir sind immer noch nach wie vor ziemlich gut auf dem Server hier unterwegs mit besseren Voraussetzungen als, ich denke mal, 95% der Gilden auf dem Server hier und demzufolge, falls ihr Lust habt, bei uns in der Holzfällerhütte anzufangen und halt eben von großen Boni profitieren wollt, aus meiner Ansicht einen aktiven Gildenchat, so, selbst wenn ich auch nicht so aktiv oft dabei bin, aber auf meinen alten Servern ist es noch deutlich schlimmer und es ist halt eben auch ein Stück weit normal. So, ne? Dann könnt ihr gerne joinen oder halt eben den Offizieren oder mir eine Bewerbung schicken und dann können wir euch da auch gerne einladen beziehungsweise auf die Warteliste setzen, falls es ein paar mehr Anfragen geben sollte. Ne? Ja, das ist so der Stand der Dinge hier auf W50. Ist ein bisschen schade, ne? Muss man aber mit zurechtkommen und ich bin, muss ich sagen, noch froher darüber, dass es in Anführungszeichen nur so wenige waren. Also klar, es waren teilweise mit die Besten, es waren aber auch, sagen wir mal, Spieler dabei, die jetzt halt nicht so hoch im Level waren. Ne? Also es ist unterschiedlich, es waren gute Spieler dabei, es waren mittelmäßige oder halt eben vom Schnitt her halt im unteren Segment der Gilde angesiedelten Spieler dabei, die halt eben sich auch nicht mehr mit der Holzfällerhütte identifizieren können, aus irgendeiner Ansicht halt. Und umso froher bin ich an den kompletten Rest der Gilde, dass die halt eben, auch wenn es gerade schwierige Zeiten sind hier für die Holzis, trotzdem an unserer Seite bleiben und das zeigt dann halt am Ende des Tages eben auch den restlichen harten Kern, mit dem man halt durch dick und dünn gehen kann und wo man weiß, die springen nicht sofort ab, wenn es so ein paar kleine, ich will nicht sagen Meinungsverschiedenheiten, aber halt eben, es ist ein bisschen schwierigere Zeiten gibt, ne? Und wie gesagt, das gehört alles zum Spiel dazu, ne? Das macht das Ganze halt, finde ich persönlich, auch ein bisschen spannend, auch wenn es halt wirklich schade ist, muss ich sagen, weil ich mit den Leuten halt auch gerne in der Gilde zusammengespielt hatte und am Ende des Tages kann ich halt nur sagen, dass die Holzfällerhütte so wie sie ist, niemals untergehen wird und selbst wenn eines Tages es so weit kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, guter Try hier an der Stelle, hätte ich noch einen Crit gehauen, dann wäre der vielleicht down gewesen, ja. Wenn es am Ende des Tages so sein sollte, dass die Gilde komplett zerfällt, wovon ich wie gesagt überhaupt nicht ausgehe, dann werde ich mit dem sinkenden Schiff auch untergehen an der Stelle, wie es ein echter Kapitän halt auch macht, ne? Und
Ja, das ist auf jeden Fall so das Motto, was ich hier mit der Gilde und mit der Standhaftigkeit der Gilde auch zeigen möchte, dass wir uns da wegen solchen Kleinigkeiten dann auch nicht in die Knie zwängen lassen. So, ne? Das ist nach wie vor immer noch ein Herzensprojekt hier auf W50 und dem Ganzen möchte ich auch dem Rücken stärken und treu bleiben, so, ne? Dass das an der Stelle nochmal gesagt ist und an alle Leute, die mit uns ziehen, an die gehen spezielle Grüße raus. Ne? Und ich begrüße auch alle Leute, die Interesse haben, auch nach wie vor bei uns in der Gilde teilzunehmen, ne? Die vielleicht dasselbe Problem haben wie jetzt unsere Leute, die abgesprungen sind, warum auch immer, ne? Die vielleicht nicht mehr ganz zufrieden sind in ihrer Gilde. Es gehört eben dazu, ne? Oder sich mit der eigenen Gilde nicht mehr so identifizieren können, dann wird halt eben ein Wechsel vorgenommen, muss man halt eben mit leben und es ist halt so, wie es ist. So, ne? Trotzdem kann ich nach wie vor stolz behaupten, dass halt eben ein Großteil der Leute von Anfang an noch hier in der Gilde sind. Und wenn hier neue Leute dazugestoßen sind, dann sind es halt auch Leute aus der Community auch gewesen. Und das ist ja eben auch das, wo es nachher am Ende des Tages auf den Urschleim zurückgeht, dass das Ganze hier, die Holzfällerhütte, keine professionell geführte bzw. gespielte Gilde ist, die Ambition hat, hier Platz 1 oder 2 oder 3 oder keine Ahnung, das Treppchen irgendwie für sich auf W50 zu sichern. Das ist schwer genug. Klar, wir hatten immer gesagt, es wäre cool, wenn es so wäre, wenn es nicht so ist, ist es auch nicht so schlimm, weil am Ende des Tages ist das Ganze hier keine Gilde mit Absichten auf die besten Ränge, sondern halt nach wie vor immer noch eine Community-Gilde, geführt von Paul und mir, mit der riesengroßen Unterstützung der supergeilen Offiziere hier in der Gilde, denen ich auch nochmal ein dickes Dankeschön ausrichten möchte, die auch viel dazu beitragen, dass die Gilde hier auch nach wie vor das ist, was sie halt eben ist, so, ne, weil wir halt eben auch mal nicht viel Zeit haben hier und da, um uns halt um solche Sachen zu kümmern. Aber ich muss sagen, dass diese Zeit momentan, die wir jetzt hier durchmachen auf dem Server, das Ganze für mich nochmal so ein bisschen bestärkt, nochmal ein bisschen mehr in die Gilde auch hier reinzustecken. Und das ist auf jeden Fall das, was ich auch in diesem Video loswerden wollte. Deswegen vielen lieben Dank an die Holzis, ne? Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen hier auf dem Server. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Das war so ein bisschen das Status-Update zu W50 und was hier momentan gerade los ist. Ansonsten wünsche ich jedem, der der Gilde hier gelieft ist, natürlich in den neuen Gilden viel Spaß. Ich hoffe, ihr findet dort euren das, was ihr gesucht habt, das, was bei uns vielleicht gefehlt hat. So, ich kann es nicht wissen, keine Ahnung, ob es die fehlende Aktivität von unserer Seite aus war oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es für mich kein Grund zu schreiben, wir haben mit den Schar hier höhere Ambitionen und deshalb aus, keine Ahnung, unerklärlichen Gründen die Gilde zu wechseln, obwohl auf der anderen Seite fast identische Voraussetzungen sind für die jeweils bestehende Gilde. Deswegen für mich zählt dieses Argument nicht. Aber das ist halt auch eben nur meine Ansicht. Ne? Alles klar, Leute. Das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.